Du denkst vielleicht, du schützt dich, nicht wahr? Du denkst, es fühlt sich gut an. Wie sie sagte, es fühlte sich gut an. Nun, sie fühlt sich gut, weil sie denkt, sie schützt sich. Sie denkt, sie zeigt keine Schwäche. Aber was du in Wirklichkeit tust, ist, du klammerst dich an Negativität. Du bewahrst ein Stück von dir oder deines Herzens, das niemand sieht, nicht wahr? Gib es frei. Lass mich etwas sagen. Wenn ich mit der anderen Seite kommuniziere, erfahren deine Lieben wunderbare, herrliche Existenzen dort. Verstehst du? Sie sind in Positivität. Sie sind glücklich und frei von Sorgen, denn sie klammern sich nicht an vergangene negative Emotionen. Wenn wir Menschen dies ebenfalls tun könnten, würden wir ein viel erfüllteres Leben führen. Die Probleme, die wir derzeit in der Welt beobachten, würden so nicht existieren. Ich möchte Matt Fraser in der Sendung begrüßen. Wie geht es dir, Matt? Gut, toll bei dir zu sein. Danke, dass du in der Sendung bist, mein Freund. Ich freue mich, mit dir zu sprechen, Kumpel. Schon lange bin ich ein Fan deiner Arbeit und habe kürzlich von dir gehört. Nun hast du mich auch entdeckt auf deinem Weg. Also eine gegenseitige Zuneigung, mein Freund. Vielen Dank, ich bin wirklich sehr froh, hier zu sein. Danke, mein Freund. Also meine erste Frage an dich ist, wie war dein Leben vorher, bevor du all das entdeckt hast? Ich meine, ich gehe davon aus, dass du nicht einfach aus dem Mutterleib kamst und gleich sagtest, ich habe etwas für dich. Es ist ähnlich, nur anders, nicht wahr? Ich wuchs auf, ohne zu begreifen, dass ich ein Medium mit hellseherischen Gaben war. Doch ich wusste, ich war anders. Ich konnte Tote sehen und hören. Mein Aufwachsen glich dem des Jungen aus The Sixth Sense. Das Erste, was geschah, war, dass ich meiner Großmutter sehr nahe war. Sie war mein Ein und alles. Mein Vater war bei der Marine und zur See, meine Mutter fest angestellt, also zog mich hauptsächlich meine Großmutter auf. Ich verbrachte bei ihr den ganzen Tag, morgens, mittags, abends, bis meine Mutter heimkehrte. Meine Großmutter war die ersten 3 Jahre meines Lebens bei mir und dann leider ist sie gestorben. Als meine Großmutter gestorben war, erinnere ich mich, dass alle traurig waren und um sie trauerten und das Haus manchmal leer stand. Aber ich habe diese Trauer nie durchlebt, denn meine Großmutter war die erste Seele, die ich sah. Ich erinnere mich, dass ich ein kleiner Junge war und meine Großmutter zurückkam und mich tatsächlich besuchte. Sie saß am Ende meines Bettes, sprach mit mir und führte Unterhaltungen mit mir. Und es war eine seltsame Erfahrung, denn hier weinten alle um Oma, aber ich konnte sie immer noch sehen und mit ihr kommunizieren. Das war also meine allererste Erfahrung als Medium. Aber mir war nie bewusst, dass meine Großmutter gestorben war. Aber was interessant ist, ist, dass nach dieser Erfahrung es war, als hätte sich eine Tür geöffnet. Wenn ich meine Großmutter sah, war alles in Ordnung. Wie gesagt, ich wusste nicht einmal, dass sie verstorben war. Alles, was ich noch weiß. Sie sah anders aus, wirkte gesund und hatte einen Glanz um sich. Als sie hereinkam, es war eine sehr warme Präsenz und oft war sie da mit anderen Familienmitgliedern, von denen ich damals nicht wusste, dass sie verstorben waren. Aber im Rückblick kann ich die Punkte sozusagen verbinden. Doch nach dieser Erfahrung, was verrückt war, ist, dass ich begann, andere Seelen zu sehen. Seelen, die ich nicht erkannte. Es war, als ob plötzlich, wenn ich alleine spielte, ich meinen Namen gerufen hörte und dann sah ich einen Mann, den ich zuvor noch nie in meinem Leben gesehen hatte. Oder wenn ich als Kind ins Bett ging. Ich erinnere mich, dass Seelen erschienen, von denen ich jetzt weiß, dass sie in der Nähe gestorben waren. Und es war erschreckend für mich, denn ich würde schreien und nach meiner Mutter und meinem Vater rufen und sie kamen und machten das Licht an. Und diese Seele würde einfach verschwinden. Und da wusste ich, dass etwas vor sich ging. Ich wusste nicht von hellseherischen Fähigkeiten, doch das Haus schien verflucht. Wie bist du als kleines Kind psychologisch damit umgegangen? Denn das muss nicht nur traumatisierend gewesen sein. Ich meine, die Oma ist eine Sache, aber wenn all diese anderen Wesen auftauchen, Du, das meine ich. Wie verarbeitest du das? wie hast du das verarbeitet? Es war wirklich hart, denn ich wollte nie allein sein. Ich wollte jede Nacht bei meinen Eltern schlafen. Ich wollte nicht alleine spielen. Ich wollte nicht von der Seite meiner Eltern weichen. Ich wollte nicht zu einem Freund nach Hause gehen, weil ich Angst hatte, einen Geist oder eine Erscheinung zu sehen. Alter, und was wirklich schwierig war, ist, dass es auch außerhalb des Hauses zu passieren begann. Es geschah, wenn ich allein war, im Schulhof oder in ein anderes Zimmer im Haus meines Freundes, wo ich auch hinging, diese Ereignisse fingen an. Doch das Schwerste war, dass ich nicht darüber reden konnte. Ich fing an, es meinen Freunden, die damals bei mir waren, zu erzählen, nur um
5, 6 Jahre alt, ungefähr, oh mein Gott, ich hatte diese Seele, die mich besuchte oder ich sehe tote Menschen oder was auch immer ich ihnen damals erzählte. Und was ich noch weiß, ist, dass sie so heftig reagierten, weil sie nach Hause gingen und es ihrer Mutter oder ihrem Vater erzählten und dann hörte ich als nächstes, dass ihre Eltern sagten, ach, er tut nur so, ach, das ist sein eingebildeter Freund, er denkt sich das nur aus. Und ich erinnere mich, wie wütend ich als Kind wurde, weil die Kinder kamen zurück auf den Schulhof oder kamen wieder zum Spielen vorbei und ich teilte die Erlebnisse und sie sagten, oh, meine Mama hat gesagt, dass du dir das ausdenkst. Oder mein Papa hat gesagt, dass das nicht wahr ist. Oder meine Mama sagt, das ist nur Einbildung. Und ich wusste, dass das Gesehene und Gehörte echt war. Es kam zu dem Punkt, an dem ich vor Wut kochte, weil ich wusste, dass all das echt war. Also ich würde mich mit diesen Kindern anlegen. Und es kam so weit, dass meine Eltern eingreifen mussten, weil deren Eltern anriefen und sagten, hey, Matt behauptet, er sieht tote Menschen. Er sagt, er sieht dies und das. Es gerät etwas außer Kontrolle, bis zu dem Punkt, dass sogar die Schule, als ich zur Schule ging, die Lehrergespräche mit meinen Eltern führen mussten. Es war also wirklich hart aufzuwachsen, weil ich mich so allein fühlte. Niemand konnte sehen, was ich sah. Und das war es wirklich, was mich störte. Was dann geschah, war, dass ich lernen musste, es einfach abzuschalten und auszublenden. Ich dachte, es müsste jemanden geben, der dies sehen, hören und fühlen konnte. Und tatsächlich, meine Großmutter war ein Medium, ebenso wie meine Mutter. Aber sie praktizierten es nicht. Es war nicht etwas, das sie beruflich machten. Es war etwas, das auch sie spüren und fühlen konnten, den Geist. Aber weil sie es nicht praktizierten, gaben sie nicht ständig Lesungen, wenn das Sinn ergibt. Wie bei vielen Hellsehern und Medien, mit denen ich gesprochen habe, und Menschen mit Nahtoderfahrung, mussten sie ihre Gabe verstecken, weil ihr Umfeld es nicht akzeptieren konnte. Du warst in jungen Jahren allein damit. Hast du deine Fähigkeit ignoriert, sie in eine Schublade gepackt? Hast du die erscheinenden Geister ignoriert? Hast du ein geschlossen Schild aufgehängt? Wie bist du damit umgegangen? Ich habe alles getan, was ich konnte. Ich habe wirklich alles Mögliche getan, um einfach ein normales Leben zu führen. Nicht wahr? Das war das Ziel. Und was wirklich hart war, ist Folgendes. Meine Mutter, die selbst ein Medium ist, versuchte mir zu erklären, was vor sich ging. Sie versuchte mir zu erklären, was passierte und sie wollte, dass ich mich öffne, aber ich hatte solche Angst, weil ich der Einzige war, der das alles sah und hörte. Also zum Beispiel, ich werde die Geschichte nie vergessen. Ich erinnere mich, dass es oft vorkam, dass ich Geister sah, wenn ich im Bett lag, nicht wahr? Es war immer dann, wenn ich alleine war oder eben im Bett und bis meine Eltern kamen, war diese Seele verschwunden. Diese Seele war einfach weg. Und diese eine Zeit werde ich nie vergessen. Das hat mir wirklich einen Schauer über den Rücken gejagt. Das ist bis heute so geblieben. Ich erinnere mich gut daran, ich war noch ein kleines Kind, ungefähr 5 Jahre alt. Eine Seele trat ein, es war ein Mann und er war einfach da. Er sah sehr gruselig aus, als ich ihn wahrnahm. Ich erwachte und erblickte ihn am Fußende meines Bettes sitzend. Ich schrie laut nach meiner Mama und meinem Papa. Und meine Mama kam sofort herein. Sie machte das Licht an. Sie war da im Schlafzimmer und die Seele war immer noch da. Also zeigte ich gleich auf ihn und sagte, Mama. Und sie so, was ist los? Was ist los? Ich habe gezeigt und sie so, was? Wieso schreist du? Was schreist du, Mama? Siehst du ihn denn nicht? Siehst du ihn nicht? Und meine Mutter so, nein, wovon redest du? Da ist ein Mann. Und ich habe geschrien und geweint. Ich war völlig hysterisch und die Seele war da. Ich konnte ihn sehen, aber meine Mutter nicht. Das hat mich aus der Fassung gebracht, weil meine Mutter ein Medium war. Ich fragte mich, warum ich die Person sehen konnte, sie aber nicht. Ich erinnere mich, wie sie am Bett saß, mir den Rücken rieb und sagte, Schatz, es ist alles in Ordnung. Wisse, obwohl ich diese Gabe habe, sagte sie, diese Seele möchte mit dir sprechen. Diese Seele zeigt sich nur dir. Diese Seele erscheint nicht mir. Ich kann nicht sehen, was du siehst. Und ich erinnere mich, wie meine Mutter versuchte, mich zu beruhigen. Ich erinnere mich, wie sie in die Ecke des Zimmers ging und dort stand, wo diese Seele war. Sie weiß Bescheid. Matthew, tat es Mamas Seele weh? Ich? Nein. Sie. Okay, er schadet Mama nicht. Er ist da, tut dir aber keinen Schaden. Hör ihm zu. Frag ihn, was er möchte. Genau. Doch ich tat es nicht. Zu viel Angst hielt mich ab. Es war sehr schwer, da niemand mir auf der Reise helfen konnte. Mir wurde klar, dass meine Mutter zwar eine Gabe besaß, ihre Gabe aber anders war als meine. Um es zu verstehen, musste ich es selbst erleben. Und in diesem Alter lag es weit jenseits meines Verständnisses, was vor sich ging oder was eigentlich passierte. Also, in welchem Alter hast du angefangen, dem ein wenig mehr nachzugehen? Zu versuchen, dich selbst zu trainieren oder es zu akzeptieren? Denn, wie ich so oft in der Sendung höre, ist es die Heldenreise, die Ablehnung des Abenteuerrufs. Nein, ich möchte eine normale Person sein. Ich möchte ein normales Leben führen. Sie lehnen ab und werden schließlich zu einer Entscheidung gezwungen, die mein Leben ist elend, ich muss meine Gaben akzeptieren und diesen Weg gehen. Also in welchem Alter hast du es akzeptiert und begonnen, wirklich zu erforschen, was zum Teufel mit dir geschehen ist?
Es ist witzig, denn ich habe es jahrelang verdrängt, wirklich lange, so getan, als existierte es nicht. Wenn ich einen Toten oder Geist sah, blendete ich es aus. Ich lebte weiter, bis ich darin sehr gut wurde. Ich lernte nichts zu fühlen, nichts zu hören, keine Nachrichten von Verstorbenen zu empfangen. Ich ging meinem Tagewerk nach. Und obwohl ich meine Fähigkeiten beiseite geschoben hatte, ist das Coole, dass ich immer eine starke Verbindung zu Menschen hatte. Haustiere und Emotionen, richtig? Ich konnte Menschen anders wahrnehmen. Ich fühlte eine tiefe Verbindung zu Tieren. Ich erkannte, ob jemand gut oder schlecht war. Ich spürte, wenn jemand eine Scheidung durchmachte oder eine harte Zeit erlebte. Und ich merkte, wenn jemand, egal was, etwas Schweres durchmachte. Eine wirklich harte Zeit oder wenn jemand ein Problem in seinem Körper hatte, was auch immer es sein mochte. Ich hatte immer diese besondere Nähe und Verbundenheit zu Menschen. Deshalb hatte ich, als ich älter wurde, immer das Gefühl, dass ich etwas im Bereich der Medizin tun musste. Mein ganzer Traum und mein Ziel war es, Rettungssanitäter zu werden und dann Notfallsanitäter und vielleicht sogar Arzthelfer. Ich war mir nicht sicher, wohin mich diese Reise führen würde, aber ich wusste, dass ich im medizinischen Bereich arbeiten wollte. Also begann ich meine Karriere als Rettungssanitäter und ich arbeitete für das World Trade Center in Boston. Ich arbeitete in der Abteilung für Sicherheitsoperationen. Und dann, von dort aus wurde es verrückt, denn ich stand kurz davor, Rettungssanitäter zu werden. Und ich besuchte zum ersten Mal selbst ein Medium. Und in diesem Moment dachte ich mir, weißt du was? Viele meiner Freunde, wir hatten gerade erst die Schule abgeschlossen, alle gingen zu diesem Medium. Sie in Boston. Und sie sprachen alle von den großartigen Erfahrungen, die sie gemacht hatten, weil sie zu diesem Medium gegangen waren. Und dieses Medium erzählte ihnen, wo sie in 5 Jahren sein würden, wen sie heiraten würden, was alles auf sie zukommen würde, all diese Dinge. Also sagte ich muss hingehen. Nicht, weil ich so neugierig darauf war, was passiert war, als ich jünger war, sondern mehr, weil ich wissen wollte, was in meinem Leben passieren würde. Und ich fand das cool. Ich glaubte daran, denn zu einem gewissen Zeitpunkt konnte ich auch Geister sehen und hören. Aber in diesem Moment musstest du es einfach wissen. Als ich zu einem Medium ging, war ich so gut darin, alles auszublenden. Ich hatte wirklich vergessen, dass diese Verbindung überhaupt bestand. Es ist schon witzig, denn als ich das erste Mal zu diesem Medium ging, erwartete ich genau das zu erleben, was meine Freunde erlebt hatten, nicht wahr? Ich dachte, sie setzt mich hin und sagt, oh ja, du wirst ein hervorragender Rettungssanitäter und ich sehe dich als Notfallsanitäter arbeiten. Und dann sehe ich dich in einem Krankenhaus. Ich sehe dich dies tun. Ich sehe dich jenes tun. Und ich war neugierig, denn ich dachte, mein Leben und meine Karriere seien komplett geplant. Ich war sehr jung. Ich möchte zum Ausdruck bringen, dass ich damals, ich glaube, 18 oder 19 Jahre alt war. Wir wissen, wir wissen, mit 18 und 19 haben wir alles im Griff. Ja, also dachte ich, ich hätte meinen Weg gefunden, wohin ich gehen und was ich machen möchte. Also ging ich zu diesem Medium und sofort setzte sie mich hin und es hatte nichts mit dem zu tun, was ich gerade tat. Also schaute sie mich an und sagte zu mir, sie sagt, nein, ich sehe es jetzt. Sie sagte zu mir, ich sehe, dass du hast eine Gabe. Ich so, nein, ich habe keine Gabe. Und sie so, doch, ich sehe, dass du ein Medium bist. Und ich so, nein, ich bin kein Medium. Und sie so. Und sofort fing sie an, meine Leidenschaft hervorzuziehen. Es ist so, ich sehe, dass du als Kind ihren Geist gesehen hast. Und ich so, ja, das habe ich. Ich so, aber nicht mehr. Ich so, das war nur, als ich ein Kind war. Und sie so, oh nein, du bist immer noch verbunden. Die Seelen versuchen immer noch zu dir zu kommen, aber du hast es abgeblockt. Dann sprach sie über meine verstorbene Großmutter und erklärte, sie sei bei mir. Sie wusste, dass meine Großmutter die Gabe der Hellseherei hatte, eine Fähigkeit, die auch ich besitze, aber unterdrückt habe, wie meine Großmutter und Mutter es taten. Sie betonte, meine Großmutter sei hier, um mir zu helfen. Sie sagt, ich müsse diese Gabe annehmen, eine von Gott gegebene Gabe, gegen die ich mich wehre. Ich solle umkehren und mich dieser Gabe stellen. Du musst in der Lage sein, Menschen zu helfen. Und ich war so verwirrt, denn ich dachte, ich helfe doch Menschen. Und sie meinte, nein, du kannst Menschen auf eine andere Art helfen. Und ich erinnere mich noch gut daran, wie verwirrt ich bei dieser Lesung war. Es kam mir so vor, als ob sie mir prophezeite, du wirst ein Medium sein. Doch ich widersprach ihr und sagte, nein, ich werde kein Medium sein, ich werde als Rettungssanitäter arbeiten. Wir diskutieren hin und her über diese Lesung, ja? Und ich denke mir so, diese Frau, ich weiß nicht, ob sie vor dieser Lesung was getrunken hat oder was das ist, aber sie liegt völlig daneben. Ich war überzeugt, dass sie eine Betrügerin ist, ja? Sicher. Also, lange Rede, kurzer Sinn, sie sagt mir Folgendes. Sie meint, hör zu, ich sehe dich als ein sehr berühmtes Medium. Also sie sagt, ich sehe Leute, die dir Make-up auflegen und dass du eine Reality-Show hast und all diese Dinge. Und ich denke mir so, was? Das kann doch nicht sein. Also jedenfalls bin ich gegangen. Und ich erinnere mich, wie ich beim Gehen sagte, ich will mein Geld zurück. Das war wohl die schlechteste Lesung, die ich je hatte. Und all meine Freunde rufen mich an, so nach dem Motto, wie war deine Sitzung? Und ich so, also, die war ganz anders als eure. Ich so, meine Sitzung war mies.
Und die so, wie meinst du das? Ich so, die Frau lag total daneben. Sie erzählt mir, ich werde ein Medium. Ich bekomme eine eigene Fernsehshow und all das Zeug. Jedenfalls hat sie etwas gesehen, was ich nicht konnte. Ich erinnere mich, wie ich nach Hause kam und es meiner Mutter erzählte. Und ich so, Mama, das glaubst du jetzt nicht. Und meine Mutter wusste, dass ich bei einem Medium war. Und sie so, was ist passiert? Ich so, naja, Oma hat sich gemeldet und Oma sagte, ich muss das genau das. Nutze diese Gabe, geh diesen Weg und so weiter. Es war wie eine Szene aus Harry Potter, unvergesslich. Meine Mutter sagte, warte kurz. Sie ging auf den Dachboden, wühlte in alten Sachen und holte etwas für mich. So wie das. Es war in einem Sack, so wie diese Karten und sie waren alle beschrieben. Und sie meinte so, deine Großmutter hat das gesagt, als du geboren wurdest. Sie meinte, deine Großmutter hatte mir gesagt, dass eines Tages wirst du ein Medium sein, du wirst die Gabe haben und du wirst den Menschen Lässungen geben. Also zog meine Mutter diese Karten heraus wie Spielkarten, aber meine Großmutter hatte sie zu Tarotkarten gemacht und sie meinte, das ist für dich. Sie meinte, Oma wollte, dass du das bekommst. Und darin waren all diese Karten mit Bedeutungen, Zahlen und verschiedenen Dingen. Und sie sagte zu mir, eines Tages, sagt sie, wenn die Zeit reif ist, soll ich dir diese übergeben. Und so geschieht es dann. Es ist, als hätte ich mir diese Karten angesehen und wäre tiefer eingetaucht. Und ich erinnere mich, als ich zu dem Medium ging, fehlt mir eigentlich ein wichtiger Teil. Sie sagte mir, du musst nur darum bitten, deine Fähigkeiten zurückzuerhalten und sie werden zurückkommen. Und sie gab mir einige Übungen dazu. Sie sagt, versuch es einfach. Ich erinnere mich, wie ich die Karten festhielt und du weißt Bescheid. Ein paar Tage später habe ich es versucht. Ich hielt die Karten meiner Großmutter in den Händen. Ich betrachtete all die Zeichen und Symbole und plötzlich überkam mich ein Gefühl, als müsste ich. Ich tat, was sie verlangte und fühlte, dass ich bitten müsste, es zurückzuerhalten. Als ich das tat, schien es, als würde meine Wahrnehmung sich schärfen. Plötzlich empfing ich Botschaften und sah Dinge, die ich als Kind gesehen hatte. Der einzige Unterschied, es war nicht mehr beängstigend und ich bereit. Also, lassen Sie mich fragen, denn Ihr Titel umfasst zwei Teile, Hellseher und Medium. Ich möchte, dass Sie den Leuten den Unterschied erklären, denn, soweit ich verstehe, ist ein Medium jemand, der als Mittler zwischen der anderen Seite und den Lebenden, den Toten und den Lebenden oder dem Jenseits und den Lebenden fungiert. Und der Hellseher ist. Nun, zum Guten oder Schlechten, das Vorhersagen der Zukunft und all das. Wie gestaltet sich der Prozess für Sie? Also es ist einfach eine Gabe. Wir haben verschiedene Wege, um mit der anderen Seite Kontakt aufzunehmen. Manche Medien knüpfen eine Verbindung zu deiner Gesundheit. Tierpsychiker kommunizieren mit Haustieren. Engelmedien verbinden dich mit Engeln. Der Begriff psychisches Medium ist für mich ein Sammelbegriff. Das bedeutet, du bist ein Medium und Hellseher zugleich. Wie es funktioniert. Ich weiß von mir aus nichts. Alle Informationen, die ich bekomme, stammen von deinen Liebsten drüben. Wenn du also fragst, Matt, heirate ich nächstes Jahr, müsste ich deine Großmutter, deinen Vater oder deine Mutter fragen und sie könnten mir die Antwort geben. Indem ich meine Fähigkeiten nutze, verbinde ich mich mit deinen Liebsten. Aber deine Lieben sind jeden Tag bei dir. Sie sind bei dir, wenn du einkaufen gehst. Sie sind bei dir, wenn du eine Beförderung im Job anstrebst. Sie sind bei dir, wenn du deine Zukunft planst. Und deine Lieben haben Zugang zu etwas, das man universelle Informationen nennt. Deshalb, wenn du zu einem Medium wie mir kommst, stelle ich die Verbindung her zu deiner Großmutter, deiner Mutter, deinem Vater, deinem Bruder, wem auch immer es sein mag. Aber du erhältst auch Einsicht, nicht wahr? Einsicht in dein Leben, Einsicht, denn unsere Lieben wollen uns helfen. Sie haben ihr Leben bereits gelebt. Sie haben ihre Reise bereits gemacht. Sie möchten dir helfen, nicht wahr? Dir helfen, deine Seelenverwandte zu finden, dein Leben zu verbessern, deine Karriere voranzutreiben, was es auch sei. Deshalb kommen deine Lieben im Geiste durch ein Medium wie mich zu dir. Daher der Begriff des medialen Mediums, weil sie manchmal Zukünftiges teilen. Oder Dinge, die du jetzt tun kannst, um positive Veränderungen in deinem Leben zu bewirken. Es ist stets positiv, denn sie wollen nur dein Bestes. Was siehst du eigentlich? Hörst du Stimmen? Erscheinen Bilder vor deinem inneren Auge? Denn soweit bekannt gibt es auf der anderen Seite keine Stimmbänder. Es ist also nicht wie echtes Sprechen. Es ist etwas anderes. Wie funktioniert es bei dir? Es ist interessant. Es hängt alles von dieser Seele ab, nicht wahr? Es hängt davon ab, wie diese Seele kommuniziert. Manche Seelen kommen durch und erzählen mir alles. Andere Seelen sind etwas zurückhaltender, aber es gibt eine andere Sprache auf der anderen Seite, die sie verwenden. Also nutzen Seelen dieselbe Sprache, die sie auch benutzen, um zu dir durchzudringen. Genauso wie du Zeichen und Symbole siehst, die dich an deine Liebsten erinnern. So verbinden sie sich auch mit mir. Wenn ich also eine Sitzung abhalte, siehst du vielleicht, wie ich ganze Sätze spreche und sage, oh mein Gott, deine Mutter ist hier. Sie sagt mir, dass sie an Krebs gestorben ist. Sie sagt mir, dass du an ihrem Krankenbett warst. Sie sagt mir, dass du ihren Ring behalten hast. Aber eigentlich ist das nicht das, was deine Mutter mir wirklich sagt. Also, was passiert ist folgendes. Ich erkläre dir den Prozess. Wenn ich Verstorbene sehe, nehme ich Schatten und Silhouetten hinter Personen wahr. Bei Lesungen in Kulturzentren und Bürgerhäusern scheint es, als würde das Publikum für mich verschwinden. Und ich sehe nur die Verstorbenen. Es ist kurios, denn ein Freund, der kürzlich zu einer Veranstaltung kam, sagte, Matt,
Es ist seltsam. Du schaust durch die Lebenden hindurch, als wären sie nicht da, wenn du liest. Und das stimmt, denn ich schaue nicht auf die Person, das Publikum. Ich schaue auf die Seele, die dahinter steht. Also zum Beispiel erscheint eine Gestalt und ich versuche mit dieser Gestalt in Verbindung zu treten und diese Gestalt wird, ich höre Flüstern wie, ich bin der Vater, ich bin der Bruder dieser Person, ich bin der Onkel dieser Person. Und dann beginne ich sofort, Visionen vom Leben dieser Person zu sehen. Sie zeigen mir das Auto, in dem sie gefahren sind, das Haus, in dem sie aufgewachsen sind, wie sie gestorben sind. Und diese Visionen sind wirklich wichtig, denn Seelen können mir so viel von ihrem Leben in nur wenigen Sekunden mitteilen. Das verstehen die Leute nicht. Viele sehen meine YouTube-Videos oder sehen mich im Fernsehen und denken, wie kann dieser Typ mit Toten sprechen, wenn er nicht, wie schafft er es, in einer Minute so viel zu reden und all diese Informationen zu bekommen? Nun, es ist nicht so, wie man es bei Ghost Whisperer sieht. Deine Mutter steht nicht neben mir und sagt, hey Matt, könntest du meiner Tochter mitteilen, ich glaube, sie sitzt dort drüben in der Reihe. Sag ihr einfach, dass ich hier bin und es mir gut geht, okay? Ich bin nicht nur ein Bote. Die Informationen fließen durch mich hindurch. Also, in nur wenigen Momenten stelle ich eine Verbindung zu deinem verstorbenen Vater her. Und er zeigt mir einen Krankenwagen, Alkoholflaschen, er zeigt lebenserhaltende Maßnahmen. Erkenne sofort passiven Alkoholismus bei dieser Person. Es war ein tragischer Unfall. Er kam ins Krankenhaus und musste an lebenserhaltende Geräte angeschlossen werden. Ich erkenne sofort, was dieser Person widerfahren ist. Durch die Zeichen, die sie mir zeigen. Medium zu sein, ist wie das Erlernen einer neuen Sprache. Buchstäblich vergleichbar mit Rosetta Stone. Man muss lernen, mit den Toten zu kommunizieren. Und sie müssen ebenfalls lernen, mit uns zu kommunizieren. Es ist ein Wechsel der Welten und eine große Veränderung. Es wirkt, als wären Sie sehr begeistert. Beim Sprechen ist die Energie spürbar, mit der Sie das Thema beleuchten. Sie sind lebendig und die Energie, die Sie ausstrahlen, ist beeindruckend. Deshalb möchte ich Ihnen danken, denn solche Begeisterung ist nicht selbstverständlich. Ich habe heute mit jener Person gesprochen. Ich schätze das sehr, wenn Sie eine Verbindung zur anderen Seite aufbauen. Spüren Sie manchmal, haben Sie manchmal einen freien Tag? Hängen Sie gelegentlich das Geschlossen-Schild auf? Ich sehe, dass es bei einigen Kanälen so ist. Mal sind sie offen für Geschäfte, dann wieder geschlossen, dann offen und dann geschlossen. Es klingt, als würden sie dich ständig bombardieren. Also hör zu, ich will ein normales Leben führen, aber als Medium ist das unmöglich. Es ist, als betreibe ich ein 24/7 Callcenter für Verstorbene, ständig im Kundenservice. Selbst auf der Toilette oder unter der Dusche. Sie sprechen mit mir, verstehst du? Beim Putzen, oben wie unten, sie reden mit mir. Wenn ich im Bett liege, reden sie mit mir. Also hör zu, ich habe wirklich nie einen freien Tag. So ist es eben jetzt. Ich kümmere mich um die Seelen. Es ist eigentlich witzig. Ich behandle sie, als ob ich babysitten würde, so als ob ich mit meinem eigenen Sohn spreche, verstehst du? Ich sage ihnen, wenn der Abend zu Ende geht, in Gedanken, hört zu, ich gehe jetzt ins Bett. Ich sage es nicht laut wie ein Verrückter, sondern in meinem Kopf. Hört zu, ich gehe jetzt schlafen. Wenn jemand eine Botschaft hat, bevor ich zu Bett gehe, dann soll er sie jetzt äußern, denn ich möchte in der Nacht nicht aufgeweckt werden. Weck mich nicht nachts auf, es sei denn, es ist ein Notfall. Und das ist lustig, weil sie sind respektvoll. Solange dieser Dialog besteht, ist alles in Ordnung. Aber wie gesagt, es gehört dazu, wohin ich gehe. Ich höre immer zu. Es passiert ständig um mich herum. Und das Lustige daran ist, dass sie lernen einfach damit zu leben. Es wird Teil ihres Seins. Was ist das größte Missverständnis über Medien mit übersinnlichen Fähigkeiten? Oh mein Gott, es gibt so viele Missverständnisse. Also, das größte Missverständnis ist, dass wenn ich Leuten sage, dass ich ein Medium bin, sie sofort denken, ich könnte Gedanken lesen, nicht wahr? Sie sind dann so, oh mein Gott, was denke ich gerade? Kannst du meine Gedanken lesen? Lies nicht meine Gedanken. Einige Leute sind total aus dem Häuschen und ich so, ich lese nicht deine Gedanken, ich spreche mit den Toten. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und das andere ist, das größte Missverständnis, das mir begegnet ist, dass die Leute nicht begreifen, dass ein Besuch bei einem Medium nicht nur eine lustige Angelegenheit ist. Viele denken, es sei ein Spiel, oh, ich werde von meiner Großmutter hören oder von meiner Mutter oder meinem Vater. Aber was man wirklich wissen muss, kein Medium kann garantieren, dass dein geliebter Mensch mit einer Botschaft durchkommt. Das liegt an der anderen Seite. Also, es kann zu unerwarteten Ergebnissen kommen, wenn du zu einem Medium gehst. Du möchtest vielleicht über ein Medium mit deiner Mutter, deinem Vater, deiner Schwester oder deinem Bruder in Verbindung treten, aber es gibt keine Gewissheit dafür. Aber was wirklich passiert ist, dass du, wenn du ein Medium aufsuchst, einem geliebten Menschen die Möglichkeit gibst, dich zu erreichen. Es könnte aber auch jemand sein, den du nicht so lieb hast. Vielleicht erhoffst du dir eine Nachricht von deinem Vater, aber stattdessen meldet sich dein Bruder, mit dem du seit 10 Jahren zerstritten bist und den du nicht leiden kannst. Das ist etwas, wofür du offen sein musst. Denn deine Lieben im Jenseits haben einen Plan. Sie wissen, was dir helfen wird zu heilen.
Und es gibt auch Seelen auf der anderen Seite, die manchmal unerledigte Angelegenheiten haben. Vielleicht haben sie diese Welt verlassen und es nicht geschafft, sich von dir zu verabschieden. Vielleicht haben sie diese Welt verlassen, ohne dir ihre wahren Gefühle mitzuteilen. Vielleicht haben sie diese Welt verlassen und ihr wart euch fremd. Es gab einen Streit und sie möchten durchkommen und es bei dir wieder gut machen. Richtig? Deshalb ist es so wichtig zu wissen, dass die Botschaften, die man von einem Medium erhält, nicht starr sind. Und das ist das größte Missverständnis, denn ich kann euch nicht sagen, wie viele Menschen kommen und völlig überrascht werden. Und ich war auch einer dieser Menschen, nicht wahr? Ich meine zum Beispiel, ich ging damals zu jenem Medium. Ich wollte etwas über meine Karriere als Rettungssanitäter erfahren. Als ich nicht das Erwartete hörte, sondern dass ich ein Medium sei, dachte ich, Moment mal, Frau, Sie liegen daneben. Es dauerte lange, bis ich die Botschaft wirklich verstand. Deshalb sage ich den Leuten, hört zu, die Botschaften sind nicht eure Wünsche, sondern Notwendigkeiten. Ich bin der Beweis, das ist wahr. Aber es ist wichtig, dass ihr zuhört. Manche Leute kommen rein und haben einen Plan. Sie sagen, ich möchte, dass mein Vater mir nach seinem Tod sagt, dass er meinen Ehemann akzeptiert, dass er meine 2 Kinder sieht, das alles. Und dann, wenn plötzlich ihr Ex-Freund durchkommt, der sich meldet, dann sind sie wie, Moment mal, nein, warte, was? Sie geraten aus der Fassung, weil sie alles im Kopf vorbereitet hatten. Wir müssen verstehen, dass wir nicht kontrollieren können, was Seelen uns sagen. Aber es ist entscheidend, dass wir zuhören. Oft verbirgt sich tiefer Schmerz und Kummer, wenn wir jemanden verlieren, von dem wir nichts wissen, bis es in der Sitzung offenbart wird. Alles, worüber wir bisher gesprochen haben, war ja ziemlich positiv und sehr hilfreich. Und was die Geister angeht, auch. Aber haben Sie schon mal einen negativen Geist erlebt, eine negative Energie, eine dunkle Energie, die kam? Und wenn ja, wie sind Sie damit umgegangen? Ich werde Ihnen erklären, es gibt eine höhere Schwingung, den Himmel. Genau. Dort sind unsere liebsten Geister und Seelen, die uns behüten. Es gibt auch eine niedrigere Schwingung, wo Seelen sind, die nicht hinübergegangen sind. Manche Medien arbeiten mit beiden Ebenen, ich jedoch nicht. Ich kommuniziere nur mit Seelen auf der höheren Ebene. Genau, im Himmel. Ich möchte keinerlei Verbindung zu bösen oder negativen Seelen haben, weil es so ist, dass diese Seelen nichts Positives für uns im Sinn haben. Nicht wahr? Stellen Sie sich böse Geister vor. Woher mögen diese bösen Geister stammen? Böse Geister waren Menschen, die hier in dieser Welt so gemein, böse und negativ waren, dass selbst Gott sie nicht ändern konnte. Und genauso wie sie versucht haben, das Leben der Menschen hier zu zerstören, ist ihr Motiv im Jenseits dasselbe. Warum also mit ihnen sprechen? Als ich noch ein kleines Kind war, richtig? Und ich anfing, wusste ich nicht, dass ich mich diesen Seelen öffnete. Meine Mutter hat mich davor gewarnt. Meine Mutter hat es mir gesagt und meine Großmutter hat es ihr gesagt, wenn du dich mit der anderen Seite verbindest, musst du sicherstellen, dass du nur mit der Seele sprichst. Du musst alles in Verbindung mit Gott tun und stets aus den richtigen Gründen handeln. Tue es, um Menschen zu helfen und missbrauche deine Gabe nicht. Du musst es tun, um den Menschen hier in dieser Welt zu helfen. Sprich also nur mit den guten Seelen. Lass die bösen Seelen nicht herein. Also, wie machst du das? Nun, genauso wie es einen Blockier-Button in sozialen Medien gibt. Wenn du es mit Trollen, Hatern und negativen Menschen zu tun hast, dieser gleiche Blockier-Button existiert auch für Psychiker und Medien. Das, was böse Geister nicht wollen, dass du es weißt, was sie zusammenzucken lässt, wenn ich diese Unterhaltung führe, ist folgendes. Sie können nicht in dein Leben treten, es sei denn, du öffnest ihnen die Tür. Böse Geister können nicht in dein Leben eindringen, mit dir sprechen oder sich verbinden, außer du erlaubst es. Wie erlaubst du ihnen den Eintritt? Indem du Ouija-Bretter benutzt, böse Geister herbeirufst oder Orte aufsuchst, die für ihre Heimsuchungen oder schlimme Ereignisse bekannt sind und dort das Böse suchst. Deine Engel können dir nicht helfen. Niemand kann dir helfen. Lade sie ein. Was ist also der Unterschied? Nun, deine Liebsten und der Geist haben bereits Zugang zu deinem Leben. Deine Engel, Großmutter, dein verstorbenes Haustier, dein verstorbener bester Freund, weil du sie geliebt hast, bleibt die Verbindung bestehen, auch nach dem Tod. Böse Geister jedoch haben keine Verbindung zu dir. Sie können nicht in dein Leben eindringen, außer du öffnest ihnen die Tür. Und genau das wollen böse Geister nicht, dass du weißt. Und das ist etwas, wogegen aus irgendeinem Grund manche Medien da draußen sind, die sich gegen mich wenden und angreifen, nicht wahr? Sie behaupten, das sei nicht wahr. Doch böse Geister können in dein Leben treten. Ich sage dir, hör jetzt zu. Ich sage dir, sie können es nicht. Gäbe es einen bösen Geist, der jemanden heimsuchen oder Probleme bereiten würde, wäre ich das Ziel. Ich habe das größte Ziel auf meinem Rücken, klar? Als Amerikas führendes Medium wäre ich die Person, die es am härtesten treffen würde. Aber es trifft mich nicht. Warum? Warum trifft es mich nicht? Denn ich lasse diese bösen Geister nicht herein und das musst du auch nicht. Es gibt also kein Geheimnis. Hier gibt es kein Geheimnis. Das einzige Geheimnis ist, dass ich nicht nach Ärger suche. Und ich sage dir, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht E-Mails bekomme. Matt, wir wollen dich in dieser Fernsehsendung haben.
Wir möchten, dass du diesen Spukort erkundest. Ich sage direkt, auf keinen Fall. Glaub mir, du würdest staunen, welches Geld ich ausgeschlagen habe. Du würdest staunen, welche Shows ich abgelehnt habe, denn das bin nicht ich. Ich begebe mich nicht auf den Pfad des Bösen. Nein, das mache ich nicht. Und aus diesem Grund können diese Seelen nicht zu mir gelangen. Also, wenn du mit der anderen Seite kommunizierst, hast du bisher nur über Verstorbene und Seelen gesprochen. Du erwähntest auch Engel. Aber interagierst du jemals mit Geistführern? Trittst du in Kontakt mit aufgestiegenen Meistern oder ähnlichem, wenn du dich verbindest? Aber ich spreche also nur über Dinge, die ich selbst erlebt habe. Ich kann es auch. Ich weiß nicht alles über Tod und Sterben. Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, das zu tun, nicht wahr? Deshalb handeln meine Bücher auch nur von dem, was bis jetzt ist. Ich lerne jeden einzelnen Tag dazu. Und ich werde nicht alles über Tod, Sterben oder das Jenseits wissen, bis ich eines Tages tatsächlich sterbe, richtig und es selbst durchmache. Aber wenn ich eine Lesung gebe, gewähren mir Seelen einen Einblick in ihr Leben. Sie erlauben mir Einblicke in ihre Vergangenheit und die Menschen, zu denen sie einst eine Bindung hatten. Sie teilen all dies mit mir. Das Interessante ist, durch das Kennenlernen dieser Seelen jenseits lerne ich viel darüber, was beim Tod geschieht, was passiert, wenn wir die Welt verlassen. Was Engel angeht, was die Engel tun, was unsere Geistführer in unserem Leben tun, all diese Dinge. Und manchmal sogar über die aufgestiegenen Meister. Ich muss sagen, dass es bei Lesungen schon vorgekommen ist, dass Engel erschienen sind. Es gab auch Momente, in denen Geistführer durchkamen, aber das ist eher selten. Normalerweise sehe ich sie nicht. Und das könnte daran liegen, dass entfache mehr. Ich spreche normalerweise mit Seelen, die schon fort sind, wie deiner Mutter, deinem Vater oder Geschwistern, richtig? Doch manchmal intervenieren diese Seelen. Oft habe ich festgestellt, dass ein Schutzengel oder Geistführer mir eine klare Botschaft sendet, wenn jemand ernsthaft abirrt, auf dem falschen Pfad ist oder kurz vorm Aufgeben steht. Oder es ereignet sich gerade etwas sehr Schlimmes in ihrem Leben. Sie denken vielleicht an Selbstmord oder daran, diese Welt zu verlassen. In diesen Augenblicken spreche ich von Verstärkung, verstehst du? Diese Verstärkungen kommen und überbringen Botschaften. Aber wie gesagt, meist sind es Seelen von der anderen Seite, die durchkommen und führen. Oder manchmal, um es leichter zu nehmen, vielleicht hattest du niemanden, der gestorben ist, zu dem du besonders eng warst, nicht wahr? Also, wenn alle deine Angehörigen bei dir sind und leben, kommt vielleicht manchmal ein Geistführer durch und übermittelt eine Botschaft. Aber wie gesagt, es kommt selten vor und ist nicht wiederkehrend. Da du es erwähnst, kannst du erklären, was mit einer Seele beim Sterben passiert. Wie verläuft dieser Prozess? Ja, also zunächst einmal, wenn man es betrachtet, neige ich dazu, es anders zu sehen, nicht wahr? Stellen Sie sich vor, Sie sind bei einer Person, die im Sterben liegt und weiß, dass sie stirbt, es passiert etwas. Und zwar versammeln wir uns alle, um an ihrem Bett zu sein, bevor diese Person ihren letzten Atemzug in dieser Welt nimmt. Nun, während alle Familienmitglieder kommen und sich verabschieden und an dem Bett der Person sind, bevor sie stirbt, geschieht noch etwas anderes, das Sie nicht sehen. Und das ist, alle Seelen versammeln sich ebenfalls um diese Person. Niemand geht allein in den Himmel. Niemand geht unter Tritten und Schreien in den Himmel. Das ist wirklich wichtig. Das ist der Grund, warum manche Seelen sich festhalten. Der Übergangsprozess beginnt also bereits in dieser Welt. Er geschieht nicht erst, wenn wir auf die andere Seite gehen. Es sei denn, man stirbt tragisch. Aber wenn jemand an einer Krankheit stirbt, nicht wahr, und schon eine Weile krank ist, dann beginnen normalerweise etwa 3 bis 4 Wochen, bevor die Person stirbt, die Seelen von bereits Verstorbenen zu erscheinen. Sie sprechen vielleicht von ihrem verstorbenen Vater, ihrer verstorbenen Mutter. Sie erzählen vielleicht von einer Schwester oder einem Bruder, der schon vor Jahren gestorben ist. Oder sie sehen etwas, was andere nicht sehen. So nach dem Motto, stell doch einen Stuhl für den Mann dort drüben hin. Und du fragst dich, welcher Mann? Da ist ein Mann, richtig? Das sind Seelen, die sich darauf vorbereiten, dass diese Person geht und sich auf den Übergang in die andere Welt einstellen. Und bevor jemand stirbt, deshalb hat niemand Angst vor dem Tod. Sie haben vielleicht vorher Angst, aber wenn sie den Prozess durchlaufen und sich darauf vorbereiten, sind Seelen da, die ihnen erklären, was mit ihnen geschieht. Du siehst deine Großmutter, deinen Großvater, wer auch immer vor ihnen gegangen ist, sogar deine Haustiere. Und dann trittst du in diesen Tunnel aus weißem Licht ein. Weißes Licht ist die reinste Form der Energie. Stell es dir vor wie ein UV-Licht, so wie du ein UV-Licht über diesen Schreibtisch führen kannst. Und alle schlechten Bakterien, alles, was dich krank machen könnte, verschwindet im Tunnel aus weißem Licht. Es ist, als würde deine Seele sich vom Körper lösen. Durchschreitest du diesen Tunnel, erlebst du eine Reinigung. Du findest zu einer Version deiner selbst ohne Krankheit, ohne Schmerz. Die Lasten, die deinen Körper plagten, haften nicht an deiner Seele. Du durchquerst einen Tunnel aus weißem Licht und beginnst einen Prozess, der Lebensrückblick genannt wird. In diesem Rückblick begegnest du deinem Geistführer und Schutzengel. Du erkennst, wie dein Geist und Schutzengel dich unterstützt haben. Beim Betrachten deines Lebens siehst du Menschen, die du verletzt oder unterstützt hast, die du geliebt hast,
die dich geliebt, verraten oder sich mit dir angefreundet haben. Was wäre, wenn du diesen statt jenen Weg gegangen wärst? Was, wenn du diesen statt jenen Mann getroffen hättest? Was, wenn du deinen Seelenverwandten nie begegnet wärst? Warum hast du ihn nicht getroffen? Diese Fragen offenbaren sich im Rückblick deines Lebens. Es ist das emotionalste Erlebnis jeder Seele. In dieser Lebensrückschau erfährst du, warum du in die Welt kamst, wie du einen Unterschied gemacht hast, mit welchen Talenten und Fähigkeiten du geboren wurdest und welche Aufgaben du erfüllt oder nicht erfüllt hast. Na und? Aus deiner Erfahrung heraus, hast du gehört oder selbst Erfahrungen mit der Reinkarnation von Seelen gemacht, die immer wieder und wieder zurückkehren? Also ich habe nicht bisher, es kam noch keine Seele zu mir, die mir gesagt hätte, dass sie wiedergeboren wurde. Wobei, ich nehme das zurück. Es gab da dieses eine Mal, ein Mal, bei dem ich eine Sitzung hatte, bei der eine Frau ihren Sohn verloren hatte. Es war eine sehr frühe Schwangerschaft. Sie war innerhalb von 4 Wochen der Schwangerschaft erlitt sie eine Fehlgeburt. Sie suchte mich für eine Sitzung auf, zusammen mit ihrer Familie. Das ist sogar auf meiner YouTube-Seite dokumentiert. Als sie zu mir kam, meldete sich ihr Vater aus dem Jenseits und sie hoffte, dass er bei dem fehlgeborenen Kind sei. Doch ihr Vater offenbarte mir, dass die Seele in ihrem Sohn wiedergeboren wurde. Sie verlor also das Kind durch eine Fehlgeburt. Und stellen Sie sich vor, als sie wieder schwanger wurde, kam dieselbe Seele zurück. Das passiert nicht immer. Es gibt Momente da, ich lese für Menschen, und diese Seelen sind auf der anderen Seite. Und ich bin mir nicht sicher, wann Seelen in Körper eintreten. Ich denke, das variiert je nach Person. Eine Lesung dazu ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Der Grund, warum ich glaube, nichts über Reinkarnation zu wissen, ist folgender. Wenn eine Seele reinkarniert, wie kann sie dann zurückkehren und mit mir sprechen? Das macht doch keinen Sinn, oder? Keine zurückgekehrte Seele hat mir davon erzählt, aber nach meinem Verständnis scheint es, dass Seelen nach vielen Viele, viele Jahre. Ja, das stimmt. Und ja, nach meinem Verständnis, aus meinen Erfahrungen heraus ist es so, dass sie, sobald sie sterben, warten, bis alle, die sie in diesem Leben kannten, durch sind. Dann setzen sie sich alle wieder hin. Sie sind so, okay, was wollen wir jetzt machen? Lass uns abhängen. Also das ist perfekt. Meine nächste Frage, was passiert auf der anderen Seite? Findet ihr Treffen alle in einem Café statt? Sind sie wissen, gehen sie häufig in Tanzclubs? Was machen sie dort sozusagen Tag für Tag? Also während unserer Lebensrückschau, wenn wir zurückblicken und die Lektionen, die wir gelernt, die Fehler, die wir gemacht, die Dinge, bei denen wir geholfen und die Projekte, die wir nicht abgeschlossen haben, sehen, übernehmen wir tatsächlich göttliche Aufgaben auf der anderen Seite. Ich weiß nicht alles über göttliche Aufgaben, denn vieles ist geheim. Doch ich kann sagen, dass Seelen zurückkehren und uns hier helfen. Ich denke gerne so darüber nach. Ich stelle es mir vor, als wären wir in einem großen Rennen, nicht wahr? Stellen Sie es sich vor. Wir starten alle am gleichen Ort, an der Startlinie, nicht wahr? Unser Ziel ist es, die Ziellinie zu erreichen. Unterwegs treten diejenigen, die vor uns die Ziellinie passieren, auf die andere Seite über. Wie in einem Rennen verlassen die Läufer nicht einfach die Bahn, sie gehen weiter. Auf den Tribünen und feuern die anderen an, die noch im Rennen sind. Genau das passiert auch im Leben, aber wir gehen weiter unseren Weg. Es gibt Geistführer, Engel und geliebte Menschen, die über dich wachen. Und was deine Lieben auf der anderen Seite tun, ist, sie helfen, Türen zu öffnen. Also zum Beispiel, ich habe das so oft gesehen, ich könnte unzählige Beispiele nennen. Da war diese Frau, für die ich eine Lesung gemacht habe. Ich nenne dir einfach ein paar. Als ihre Mutter starb, hatte sie die große Hoffnung, wirklich die große Hoffnung, dass ihre Tochter ihren Seelenverwandten finden würde. Sie hoffte jeden einzelnen Tag, dass sie lange genug leben würde, um zu erleben, wie ihre Tochter heiratet und Kinder bekommt. Sie sah ihre Tochter gehen und, weißt du, ging von einer schlechten Beziehung zur nächsten, ohne zu heiraten. Und stell dir vor, nachdem die Mutter gestorben war, innerhalb eines Jahres war ihre Tochter verheiratet. Ja, hatte ihren Seelenverwandten gefunden, geheiratet. Bumm, alles gesagt und getan und gut. Als die Tochter für eine Lesung zu mir kam, hatte ihre Mutter ihr aus dem Jenseits geholfen, den Seelenverwandten zu finden. Ihre Mutter verließ die Welt, sah den Schmerz der Tochter, wie sie nicht den richtigen fand und schuf aus dem Jenseits diese Gelegenheit. Ein Mann suchte mich auf, nachdem sein Vater gestorben war. Sie hatten zusammen ein Geschäft aufgebaut, doch es wollte nicht klappen. Nach dem Tod des Vaters kam der Erfolg unerwartet und sofort. Das ist es, wovon ich spreche, dass wenn deine Liebsten diese Welt verlassen, sie deine Probleme kennen. Und wenn sie dir irgendwie helfen können, dann tun sie es, wenn sie eine Tür öffnen können. Stellen sie dir jemanden vor. Und manchmal ist eine ihrer göttlichen Aufgaben, nicht nur über ihre Familienmitglieder zu wachen, sondern auch über andere Menschen. Woher, meinst du, kommen also die Geistführer? Geistführer waren Menschen, die hier in dieser Welt gelebt haben, genau wie du und ich. Sie waren einst menschlich, haben ihr Leben gelebt, sind in die andere Welt gegangen und haben sich jemanden ausgesucht, der gerade geboren werden sollte, um über ihn zu wachen. Und ich sage dir, dass ich
mich eines Tages, wenn ich sterbe, möge es noch viele Jahre dauern, aber wenn es passiert, genau dafür entscheiden werde. Wenn es eine Freiwilligenliste gibt, um ein Geistführer zu werden, dann melde ich mich selbst dafür an. Matt, warum denkst du, dass in diesem Leben hast du diese Gabe erhalten? Was ist es in der Evolution deiner Seele, das nötig war? Nicht nur die frühen Kämpfe, die du durchgemacht hast, und nicht die Kämpfe, die wir alle im Leben durchmachen, sondern die Kämpfe, die Gabe zu haben und dann berühmt zu werden, was noch einmal ein ganz anderes Level an Mist ist. Ich komme aus Hollywood. Ich verstehe auch vieles davon, mit all dem umzugehen. Warum glaubst du, hat deine Seele oder hast du dich entschieden, all das zu durchleben? Man weiß es eigentlich erst, wenn man zurückblickt, nicht wahr? Also, wenn du zum Beispiel auf die schlechten Zeiten deines Lebens und die wirklich harten Zeiten zurückblickst, gibt es Momente, in denen du denkst, ich schaffe es vielleicht nicht. Du beginnst zu verstehen. Man beginnt zu verstehen, warum man hier auf der Erde ist, auch wenn man es in dem Moment noch nicht weiß. Also ich erzähle mal, als ich jünger war, wurde ich wirklich schlimm gemobbt. So sehr, dass ich die Schule wechseln musste. Ich musste auf eine völlig andere Schule gehen. Wir sind nach Boston gezogen. Ich habe natürlich keinen Bostoner Akzent. Ich komme aus, wie heißt das noch? Unsportlich. Ich ging in Boston auf eine reine Jungenschule. Es war eine furchtbare Erfahrung für mich. Ich wurde jeden Tag meines Lebens gemobbt. Es war wirklich hart. Ich habe einfach nicht dazu gepasst. Kinder haben sich über mich lustig gemacht und Dinge über mich gesagt, was auch immer. Ich wurde ständig runtergezogen, bis zu dem Punkt, dass ich keinen einzigen Freund hatte. Ich habe jeden Tag alleine zu Mittag gegessen. Kinder haben mich gehänselt, Sachen gesagt. Es war so schlimm, dass ich irgendwann dachte, warum ich? Warum muss ich das durchmachen? Richtig? Warum mag mich denn niemand? Warum sagen all diese Leute solche Sachen über mich? Und ich fiel in eine schreckliche Depression, weinte und es war so schlimm, dass ich die Schule abbrechen wollte. Wie auch immer, springen wir vorwärts bis heute. Ich habe nie verstanden, warum ich das damals ertragen musste. Es war hart, aber als Hellseher öffentlich aufzutreten und meine Gabe zu teilen, war sehr schwer. Denn die Leute, die ich für Freunde hielt, die ich glaubte, die mich unterstützen, kehrten mir den Rücken. Sie fragten sich, warum ich plötzlich Hellseher sei. Ich kannte Matt nie als Hellseher. Ich wusste nie von seinen hellseherischen Fähigkeiten, oder? Dann begannen die Leute zu reden. Ich dachte, es sei gut, mit meiner Gabe öffentlich als Medium zu arbeiten. Aber dann, weißt du, behaupteten die Leute, es sei alles nur Schwindel. Ich glaube nicht an Medien. Ich bin Christ. Ich bin dies und das. Bestimmt noch mehr, oder? Und ehe ich mich versehe, hagelt es Namen auf mich. Vom Hochstapler bis zum Betrüger und weiter. All diese Etiketten. Da wurde es mir klar, genau in dem Moment, als ich die Reise antrat und dann losging. Ich fühle mich nicht wirklich berühmt, obwohl manche sagen würden, ich sei es. Ich zahle bei Starbucks immer noch für meinen Kaffee. Solange das so bleibt, empfinde ich mich nicht als berühmt. Aber klar, ein gewisser Bekanntheitsgrad ist mir zuteil geworden. Und mit der Erfahrung der Reality-Show, da begannen die Leute, mich zu erkennen. Es war ähnlich wie die Zeit, als ich gemobbt wurde. Skeptiker kamen aus allen Ecken und behaupteten, das sei gefälscht. Er sei ein Kenner, er sei ein Betrüger. Dieser hier sagt, das widerspricht meinem Glaubenssystem. Jemand meint, er sei viel zu feminin und diese Person sagt das. Diese Person sagt also, oh, diese Ehe sei eine Fälschung, was auch immer sie damals gesagt haben. Aber mir ist etwas klar geworden. Es stört mich nicht, richtig? Es stört mich nicht, was irgendjemand sagt. Es stört mich nicht, dass Leute Artikel über mich schreiben, mich einen Fälscher nennen, einen Betrüger, all diese Dinge, richtig? Denn das habe ich alles schon durchgemacht. Und mir ist rückblickend klar geworden, dass diese Erfahrung, das Mobbing und wie Leute einen fertig machen und dir all diese Dinge sagen, mich geformt hat. Ohne das Mobbing damals könnte ich jetzt nicht mit dir sprechen. Ich wäre nicht da, wo ich bin. Ich hätte es niemals durch eine Fernsehshow geschafft, in der jede einzelne Person über dich spricht, über dich schreibt, unterschiedliche Dinge sagt. Also denke ich, dass ich meinen Weg kenne. Ich glaube, mein Weg sollte immer sein, Menschen zu helfen, ihnen die Angst vor dem Tod zu nehmen und beim Sterben beizustehen, sie zu unterstützen, mit ihren Liebsten in Kontakt zu bleiben und Hoffnung zu schenken. Denn ich könnte meine tägliche Arbeit nicht verrichten, wenn ich nicht fühlen würde, dass meine Lieben stets bei mir sind. Ich bleibe gut gelaunt, obwohl ich genauso gestresst bin wie jeder andere. Aber ich weiß, dass mein Großvater hier ist. Ich weiß auch, dass meine Großmutter hier ist. Mein Stiefvater ist ebenfalls hier. Meine Haustiere sind bei mir. Ich fühle mich jeden einzelnen Tag gut. Niemals ohne sie. Ich möchte dieses Geschenk an jeden weitergeben, den ich treffe. Das empfinde ich als meine Berufung. Aber ich sage Ihnen, man kennt seinen Lebensweg nicht immer genau. Was wir in dieser Welt bis zu unserem Tod tun sollen. Wir können es fast erfassen. Wir können es begreifen. So wie ich glaube, ich weiß, warum ich hier bin, warum ich diese Gabe habe. Aber es wird erst bestätigt, wenn wir eines Tages gehen. Wir schauen auf unser Leben und dann Gott erscheint und sagt, okay, deshalb warst du hier. Und du verstehst den Grund. In all ihren Gesprächen mit der anderen Seite gibt es eine universelle Wahrheit, an die sie fest glauben. Ja. Und die universelle Wahrheit ist die Liebe. Das ist es. Sie wissen es.
Liebe wird auf der anderen Seite so rein empfunden. Und wenn wir hier in dieser Welt geboren werden, kennen wir als Baby nur die Liebe. Das ist alles. Und dann, leider, durch äußere Einflüsse und Dinge, beginnen wir Eifersucht zu lernen. Wir beginnen Hass zu lernen. Wir fangen an, all diese Dinge zu lernen. Und wenn wir sterben, kehren wir zurück zu dieser klaren Version von uns selbst, zu dieser wahren Version von uns selbst. Ohne all das kennen wir drüben nur die Liebe. Und genau das versuchen uns die Seelen jeden Tag zu lehren. Die Seelen möchten zu uns durchdringen und sagen, hör zu, lass es los. Halte nicht am Groll fest. Halte nicht am Schmerz fest. Klammere dich an nichts davon fest, denn es lohnt sich nicht. Und am Ende schadet es deiner Seele. Du magst es vielleicht nicht glauben. Ich habe das neulich einer Frau erzählt, sie war auch Italienerin wie ich. Und sie meint so, aber Matt, in meiner Familie hat man immer, weißt du, manchmal muss man Groll hegen. Und sie hat tatsächlich zu mir gesagt, sie fühlt sich gut dabei, Groll zu hegen. Und ich so, du denkst vielleicht. Du magst vielleicht denken, dass du dich schützt, nicht wahr? Du magst denken, dass es sich gut anfühlt, genau wie sie es beschrieben hat. Sie fühlt sich gut, weil sie denkt, dass sie sich selbst schützt und keine Schwäche zeigt. Aber was du tatsächlich tust, ist, dass du an Negativität festhältst. Du hältst ein Stück von dir selbst oder ein Stück deines Herzens zurück, nicht wahr, das die Welt nicht zu sehen bekommt. Also lass es los. Lass mich dir etwas sagen. Wenn ich mit der anderen Seite spreche, leben deine Liebsten dort ein unvorstellbares, herrliches Leben, nicht wahr? Sie sind positiv, sie sind glücklich, sie sind sorgenfrei, weil sie vergangene negative Emotionen loslassen. Könnten wir Menschen das auch, lebten wir ein viel besseres Leben. Wir hätten ein erfüllteres Dasein und nicht die Probleme, die momentan weltweit geschehen. Welches ist? Was war meine nächste Frage? Die Welt scheint verrückt zu werden. Und das könnten wir über jeden Moment jedes Tages sagen, seit 10.000 Jahren. Man könnte meinen, die Welt bricht um uns zusammen. Gibt es etwas, das Sie sehen für die Menschheit? Was erwarten Sie für die Menschheit in den nächsten 50 Jahren? Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, denn ich glaube, wir müssen wirklich enger zusammenstehen. Das ist unerlässlich. Und das Traurige daran ist, dass am Ende des Tages, das ist der Klassenraum, nicht wahr? Auch wenn ich sage, dass es leicht ist oder so wirke, ist es tatsächlich nicht. Auch ich bin nicht perfekt. Ich rege mich auf, habe menschliche Emotionen, ich werde wütend auf jemanden oder bestimmte Familienangehörige. Das ist menschlich. Wir sind Menschen. Wir können nicht anders. Also gibt es in dieser Welt Dinge, gegen die wir einfach machtlos sind, aber wir können daraus lernen, nicht wahr? Und die Sache ist, dass wir jeden einzelnen Tag lernen. Genau wie wenn du in der Schule Geschichtsbücher durchgehst und du zurückblätterst, Seite um Seite, und siehst, wie wir uns über die Zeit entwickelt haben. Nun, das ist der Grund, warum wir hier in dieser Welt sind. Es geht darum, einen Unterschied zu machen. Wir können die Welt, in der wir leben, nicht komplett verändern, aber es beginnt bei uns. Wir können etwas bewirken. Genau wie du jetzt mit deinem Podcast einen Unterschied machst. Es gab eine Zeit, in der meine Großmutter und meine Mutter nie als Medien tätig waren. Ich erinnere mich, als ich meiner Mutter das erste Mal erzählte, dass ich anfangen würde, über meine Fähigkeiten zu sprechen und sie zu zeigen, war sie besorgt und sagte, oh nein, das kannst du nicht machen. Du kannst das nicht machen, sagte meine Mutter besorgt. Warum nicht, Mama? Fragte ich nach. Sie erklärte, ihre Angst sei groß. Sie fürchtete, dass ich verspottet, schlecht geredet oder ausgegrenzt werde, wie es früher gang und gäbe war. Denn zu ihrer Zeit gab es keine Fernsehshows über Medien. Niemals hätte man ein Medium in eine Talkshow am helllichten Tag eingeladen, um über solche Glaubenssysteme zu sprechen, nicht wahr? Aber Sendungen wie deine sind heute so kraftvoll, weil die Menschen diese Informationen benötigen. Sie müssen in der Lage sein, zu dem zu greifen, woran sie wirklich glauben, Zugang zu diesen Informationen zu haben und zu erkennen, dass auch sie einen Unterschied in ihrem Leben und in der Welt bewirken können. Du denkst vielleicht, du bist nur ein kleines Würstchen in einem großen Teich, nicht wahr? Doch es ist das Gegenteil. Du hast eine besondere Ausstrahlung. Wenn wir eines Tages diese Welt verlassen, sagen Seelen, wir könnten dann alles klar sehen. Ganz genau. Wie sehr wir die Welt verändern, wie unser kleiner, scheinbar unbedeutender Fußabdruck alles wandelt. Sie sprachen davon, Groll zu hegen, damit er anhält. Heute sehen wir uns mit generationenübergreifendem Groll und Hass konfrontiert, weil es meinem Verständnis nach mehrere Ebenen gibt. Es gibt die Seelenebene, dann die Gruppenebene und es gibt Ahnen, Karma, wenn man so will, oder Ahnenthemen, die wir durchleben müssen. Für jemanden, der den Kreislauf durchbrechen will, für jemanden, der sagen will, das ist genug, es endet hier. Genau wie bei einer missbräuchlichen Beziehung oder Alkoholismus oder Sucht in einer Familie, wenn man einfach sagt, das ist das Ende davon, ich mache das nicht. Es wurde mir von meinen Eltern oder meiner Gemeinschaft angetan, aber ich werde es nicht meinen Kindern und der nächsten Generation antun. Welchen Rat haben Sie für Menschen, um einfach aufzuhören, genau dies und beschließen zu ändern? Es geht darum, sich zu entscheiden, wie du sagtest, und darum, zur eigenen Erfolgsgeschichte zu werden, nicht wahr?
So sehe ich das. Denke an all das, was in deinem Leben passiert ist, die schlechten Dinge. Was hast du gelernt? Was wurde dir beigebracht? Würdest du zurückgehen und etwas ändern? Nicht wahr? Du könntest etwas an deiner Kindheit, deiner Vergangenheit, deiner Beziehung ändern. Was würdest du ändern? Und wenn du diese Information hast, wie kannst du sie jetzt nutzen, um jemandem zu helfen? Es könnte deine Tochter sein. Es könnte dein Sohn sein. Wir alle machen das. Wir machen das alle ganz natürlich. Zum Beispiel gab es Dinge in meinem Leben, als ich ein Kind war, die mir an meiner Kindheit nicht gefielen. Und bis heute als Vater. Ich habe jetzt ein einjähriges Kind und ich denke über sein Leben nach und ich denke darüber nach, oh mein. Manchmal sind es dumme Kleinigkeiten, oder? Ich erinnere mich, meine Eltern haben immer ein großes Ding daraus gemacht, wenn ich etwas wollte. Meine Eltern waren immer besorgt wegen Geld, wegen Ausgaben für dies oder das oder jenes. Und jetzt mit meinem Sohn gebe ich ihm alles, was er will. Denn ich erinnere mich, wie es war, im Laden zu sein. Meine Eltern so, oh, fass das nicht an, das darfst du nicht haben, das auch nicht, nicht wahr? Also die Sache ist, dass wir das als Menschen automatisch tun. Wir lernen und setzen diese Dinge ganz automatisch um und wir wollen nicht einfach die Vergangenheit wiederholen sozusagen. Aber die Sache ist, ja, das musst du wissen, in deinem Leben, wenn du zurückblickst und die schlechten Dinge siehst, die passiert sind oder die Dinge, die du hättest ändern können, dann sitz nicht einfach da und nimm den Schmerz auf. Nutze es als Lebenslektion. Nutze es, um jetzt Gutes zu tun. Also zum Beispiel gab es diese Frau, für die ich gelesen habe, und diese Sitzung war wirklich sehr hart, weil sie als kleines Kind ihre ganze Familie durch Sucht verloren hatte. Es war nicht ihre Schuld, gerade mal 12 oder 13 Jahre alt. Sie wuchs umgeben von Drogen und Alkohol auf. Weißt du denn nicht, dass sie, ihr Bruder, ihre Mutter und ihr Vater alle abhängig waren? In irgendeiner Form, sei es von Drogen oder Alkohol? Weißt du denn nicht, dass sie sowohl ihre Mutter als auch ihren Vater verloren hat? Sie hat sie gerettet. Sie hat ihren Bruder gerettet oder zumindest versucht, ihn zu retten, und sie hat ihren Bruder tatsächlich gerettet. Und dann ist ihr Bruder letztendlich leider verstorben. Und nachdem all diese Menschen in ihrem Leben gestorben waren und sie ganz allein war, verfiel sie wieder ihren Süchten. Und dann erkannte sie, oh mein Gott, ich schlage denselben Weg ein. Ich bin Teil desselben Karmas. Ich werde sterben wie sie. Diese Worte bewirkten eine tiefgreifende Veränderung in ihr. Sie hörte von einem Tag auf den anderen auf, mit allem. Und dann sagte sie, weißt du was? Ich kann anderen helfen. Meine Mutter konnte ich nicht retten, aber vielleicht andere. Ich konnte meinen Vater nicht retten und auch der Versuch, meinen Bruder zu bewahren, misslang. Was konnte ich nun tun? Sie entschied sich für ehrenamtliche Arbeit. Heute reist sie als Rednerin, besucht unterschiedlichste Schulen, unterstützt Jugendliche und rettet ein Leben nach dem anderen. Trotz der schweren Zeiten macht sie aus ihren Erfahrungen eine Erfolgsgeschichte und bietet anderen Menschen Hilfe an. Und das Schöne daran ist, dass ich weiß, ja, ich habe gelesen, dass ihr Bruder, ihre Mutter und ihr Vater sie auf diesem Weg unterstützen. Nicht wahr? Es ist nicht nur ein Weg, den man alleine geht. Dieser gleiche Weg, den ich, ihr Vater, ihre Mutter und ihr Bruder, die durch dasselbe Schicksal starben, helfen ihr nun, Menschenleben zu retten. Genau das können wir hier tun. Und jetzt von Ihnen wissen, da Sie offen mit der anderen Seite kommunizieren, was sagen Sie oder sprechen Sie jemals mit ihnen über das, was in der Welt passiert, was mit der Menschheit geschieht, wohin wir alle gehen, all diese Dinge? Haben Sie jemals allgemeine oder weitreichende Gedanken über die Menschheit als Ganzes statt nur über einzelne? Um ehrlich zu sein, nein. Und Gott sei Dank. Denn wissen Sie was? Ich glaube nicht, dass ich das verkraften könnte, um ehrlich zu sein. Nachts schlafen. Ehrlich gesagt, ja. Denn ich bin der Typ Mensch, der eine Lösung braucht, und das spiegelt sich in meinen Lesungen wider. Ich bin wie die Richterin Judy unter den Psychikern. Ich muss die Wahrheit kennen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und am Ende des Tages brauchen wir eine Lösung. Also verlässt du meine Sitzung nicht, bevor wir etwas geklärt haben. So läuft das eben. Wenn ich also Zugang zu diesen Informationen hätte und der Geist mir diese Informationen geben würde, hätte ich das Gefühl, handeln zu müssen, und ich würde mich gezwungen fühlen, als Aktivist tätig zu werden oder irgendwie etwas zu unternehmen. Und dafür bin ich noch nicht bereit. Vielleicht später in der Zukunft. Vielleicht später in der Zukunft. Aber das bin eben ich, nicht wahr? Das ist einfach meine Persönlichkeit. So bin ich halt immer. Ich bin ein Mensch, der immer eine Lösung braucht. Ich kann Dinge nicht offen lassen. Also wenn du dir eine meiner Lesungen ansiehst, ist am Ende immer alles aufgelöst. Es gibt keine losen Enden bei einer Lesung. Und manchmal ist das wirklich schwer für mich. Also ich hatte mal eine Lesung für einen Mann, dessen Bruder verschwunden war. Sein Bruder war vermisst. Und als ich mit seinem Bruder in Verbindung trat, zeigte er mir Visionen, dass sie seine Kleidung gefunden hatten, aber nicht seinen Körper. Also dachte ich, okay, wir finden jetzt diesen Körper. Also sprach ich mit der Seele des verstorbenen Bruders und fragte ihn, was ist mit dir passiert? Wo können wir deinen Körper finden? Wo ist ein Hinweis? Wo sind deine Überreste? Und dann zeigte er mir leider, dass sein Körper zerstört wurde. Und es gab keine Möglichkeit, dass sein Körper jemals gefunden werden würde. Und das war eine wirklich schwere Lesung für mich, denn ich erinnere mich, ich sagte zu mir selbst,
Wie werde ich das seinem Bruder beibringen? Ich wünschte, es gäbe eine Lösung und mir wurde klar, dass manchmal kann leider keine Lösung gefunden werden, jedoch können wir dennoch Frieden finden. Das war eine Lektion, die ich kürzlich lernte. Und wie gesagt, ich wusste nicht, wie ich dem Bruder erklären sollte, dass sein Bruder nicht gefunden werden würde. Es war leider eine Bandenaktivität und der Körper seines Bruders war ziemlich drastisch, aber der Körper seines Bruders wurde in eine Lösung gelegt und aufgelöst. Nun, letztendlich, als ich diese Nachricht dem Bruder überbrachte, brachte sie ihm Frieden. Ich hätte nicht gedacht, dass es so sein würde, aber es war so, denn er hatte über 20 Jahre nach seinem Bruder gesucht. Und diese eine Nachricht ermöglichte es seiner Seele, endlich Ruhe zu finden, weil ihm klar wurde, dass er nicht mehr suchen musste. Also, obwohl ich anfangs nicht dachte, dass wir eine Lösung finden könnten, richtig. Denn hier bin ich auf der Suche nach einem Körper und es gab keinen. Es brachte ihm Frieden, einfach zu wissen, dass seine Seele aufhören konnte zu suchen und dass sein Bruder auf der anderen Seite in Frieden war. Wie gehst du emotional mit diesen Lesungen um? Kannst du dich davon distanzieren? Also muss ich mich ständig daran erinnern, dass diese Seele nun Frieden gefunden hat. Genau. Es ist so, als würden wir sehen, wie Werbung vom Tierschutzverein, oder? Sarah McLachlan Lied, ja. ich sage mir stets nein, einfach nein. Nicht mitmachen, vorspulen. Nein, nein. Also das passiert mir ständig so, wie wenn ich diese Werbespots sehe, weil ich im Vorstand eines Tierheims sitze. Also wenn ich sehe Werbungen, die machen einem ja irgendwie gute Laune. Aber was man nicht sieht, ist, dass es ein Happy End gibt, oder? Also wenn wir diese Tiere sehen, die misshandelt werden und in Käfigen sind, ich kann das nicht sehen, ich muss umschalten. Was man nicht sieht, ist, dass diese Tiere am Ende glückliche Zuhause finden, dank der Arbeit, die die ASPCA leistet. Diese Tiere sind jetzt in liebevollen, schönen Heimen. Tja, die Sache ist, bei den Seelen ist es genau dasselbe. Die Seelen haben vielleicht schreckliche Dinge wie Mord in dieser Welt erlebt, aber wenn ich auf der anderen Seite mit ihnen in Verbindung trete, finden diese Seelen Heilung und Frieden. Also wenn ich ihren Angehörigen sehe, auch wenn sie vielleicht in dieser Welt nicht in Frieden waren, so sind sie es im Jenseits. Können Sie Worte geben von Hoffnung für Menschen, die sich der Übergangsphase nähern und Angst vor dem Kommenden haben? Denn ich werde ständig gefragt, so nach dem Motto: „Oh mein Gott, ich glaube es irgendwie.“ Und wenn sie dann dem christlichen Glauben angehören, denken sie, komme ich in die Hölle? Und ich sage ihnen immer: „Es gibt keine Hölle. Entspann dich, beruhige dich. Es wird alles gut werden.“ Was würden Sie den Menschen raten? Mein Rat ist, so viel wie möglich über die Geisterwelt zu lernen. Angst entsteht, wenn du verängstigt oder nervös bist, weil du nicht genug weißt. Unwissenheit ist die Ursache der Furcht. Wenn du aber erkennst, dass es eine andere Seite und ein Leben nach dem Tod gibt, dann weißt du, es gibt mehr als dieses Leben, nicht wahr? Du wirst nicht mehr nervös. Zum Beispiel, ich sage dir, meine Frau, sie hat Angst, ist vor Angst gelähmt, vor dem Tod, dem Sterben, der anderen Seite. Aber ja, sie ist bei einem Medium. Und als ich anfing, Lesungen zu machen, konnte sie nicht im Raum sein. Wie bei Live-Veranstaltungen. Sie würde nach 10 Minuten gehen. Sie hat quasi nach dem nächsten Ausgang Ausschau gehalten, weil sie so viel Angst hatte. Doch es ist witzig, denn jetzt, sie ist nun ein anderer Mensch, nachdem sie oft dabei war und mir zuhörte, wie ich mit Seelen spreche, vom Jenseits berichte und was beim Sterben geschieht. Ihre frühere Angst ist verschwunden, denn sie weiß, es gibt ein Leben nach dem Tod. Ich will dir etwas sagen. Wäre ich kein Medium und hätte diese Einsichten nicht, dann ich habe echt keine Ahnung. Mein Herz schlägt für Skeptiker, wirklich. Und ich habe mein Buch tatsächlich den Skeptikern gewidmet, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie es wäre, darüber nachzudenken, wenn wir einfach die Augen schließen und sterben. Für mich ist das erschreckend. Das macht mir große Angst. Wenn, Gott bewahre, das wirklich so wäre. Ich wäre dann nicht hier. Ich könnte mein Leben nicht führen. Ich könnte einfach nicht leben bei dem Gedanken, dass man nur die Augen schließt und stirbt. Das ist es. Das ist erschreckend. Aber die Sache ist, dass ich etwas anderes weiß und es hat mein Leben verändert und es kann auch deines verändern. Je mehr du also darüber erfährst, was genau in ihrer Welt passiert, wenn du erfährst, wie ein Geist beschaffen ist, wenn du über deine Seele lernst, dass du eine zweite Version von dir hast, eine Version, die nicht zerstört werden kann. Wenn du darüber lernst, wie der Himmel ist, wo er sich befindet, wo er liegt, was dort tatsächlich passiert, dann wird dir klar, oh mein Gott, ich muss an die Arbeit. Es gibt Dinge, die ich hier in dieser Welt tun muss. Denn selbst wenn du 120 Jahre alt wirst, was ich natürlich jedem Zuhörer wünsche, wie lebst du dann 200 Jahre? Was unmöglich ist, nicht wahr? Selbst wenn du 200 Jahre alt wirst, ist es nicht genug Zeit. Es ist einfach nicht genug Zeit. Unser Leben ist völlig kurz. Und was die Seelen mir sagen, ist Folgendes. Selbst wenn wir 200 Jahre leben, wenn wir auf der anderen Seite auf unser Leben zurückblicken, ist es fast so, als wäre die Erde wie ein Wartezimmer. Wir sind so. Echt? Du weißt, dass wir das haben. Wir haben vielleicht nur 100 Jahre. Das war's. Es vergeht so rasch. Das ist eine Botschaft, die ich vermitteln will.
Erkennst du, wie kurz unser Dasein auf Erden ist, scheint es, als bliebe noch viel zu tun. Du hast in diesem Gespräch ein paar Mal das Wort Himmel erwähnt. Ist das mangels eines besseren Ausdrucks oder die andere Seite? Denn Himmel ist eher eine religiöse Vorstellung. Und es gibt viele verschiedene Namen dafür. Ist das der Name, den du immer wieder hörst, oder liegt es einfach an deiner Erziehung? Warum verwendest du gerade dieses Wort? Denn das ist etwas Spezifisches für Menschen. Also für mich ist der Himmel eben der Himmel, nicht wahr? Aber ich muss ehrlich zu dir sein. Ich finde, wir haben zu viele Namen dafür. Zum Beispiel, ich werde ehrlich zu dir sein. Böser Geist, malefischer Geist, dämonischer Geist, erdgebundener Geist, feststeckende Seele, das bedeutet alles dasselbe. Also hör zu, ob du nun von einem dämonischen Geist, bösen Geist, malefischen Geist, negativen Seele sprichst, es ist alles dasselbe. Das ist doch alles dasselbe, oder? In Ordnung. Also nenn es, wie du möchtest. Was auch immer sich für dich richtig anfühlt. Ich persönlich mag das Wort Himmel. Das ist einfach, was ich denke. Weißt du, manchmal hörst du mich Himmel sagen, Jenseits, Geisterwelt, es ist alles derselbe Ort. Kein Unterschied besteht. Das ist es. So ist es eben. Es ist, als würde das Vereinigte Königreich sich UK nennen. Ich meine, es bleibt dasselbe. In Ordnung, in Ordnung. Du hast etwas übergesagt. Wie machst du das bloß? Du, welche Botschaft willst du überbringen? Ich sage dir, es gibt Zuschauer dieser Show, die zweifeln. Sie sehen zu, nur um zu behaupten, es sei Unsinn. Doch wenn du noch dabei bist und das Gespräch bis hierher verfolgt hast, trägst du wohl tiefe Fragen in dir, die du beantwortet haben möchtest. Was würdest du den Skeptikern raten oder sagen, die uns jetzt zuhören? Nun, was ich Skeptikern immer sage, ist, dass sie herzlich eingeladen sind, zu einer Veranstaltung zu kommen. Nicht wahr? Ich denke, jeder fängt als Skeptiker an, oder? Jeder tut es. Ich meine, das ist normal. Ich sehe nichts Falsches an Skeptikern. Es ist normal. Hör zu, wenn jemand erzählt, dass sie mit Toten sprechen würden, wäre ich auch so. Wie zum Teufel machst du das? Was ist das? Das ist unmöglich. Das ist einfach unmöglich, oder? Aber man muss es selbst erleben, um zu verstehen, wie viele Skeptiker, und das weißt du von deinem Podcast, waren Skeptiker, bis sie eine Nahtoderfahrung hatten und dann plötzlich ist ihr Verstand umgehauen. Also, was ich machen möchte, ist Leute einzuladen, Skeptiker einzuladen zu kommen. Man muss nicht engstirnig sein. Man kann zu einer Veranstaltung kommen. Man kann kommen und es erleben. Dann kann man sich entscheiden. Ich hatte wirklich gute Erfolge mit Skeptikern. Viele Skeptiker, die zu meinen Veranstaltungen kamen, haben dadurch eine lebensverändernde Erfahrung gemacht. Leider gibt es einige, bei denen der Wechsel vom Skeptiker zum Gläubigen noch nicht stattgefunden hat. Aber das Ding ist, dass ich die Skeptiker erreichen möchte. Es ist eigentlich witzig, denn insgeheim liebe ich die Skeptiker. Ich liebe sie, weil die Menschen. Überleg mal so. Ich habe das Gefühl, ich muss die Skeptiker erreichen, denn die Menschen, die hier sind, wie du und ich, die an die andere Seite glauben, die an ein Leben nach dem Tod glauben, die wissen, dass es eine andere Seite gibt, die wissen das bereits. Sie sind bereits im Reinen. Sie wissen schon, dass sie an einen anderen Ort gehen werden. Aber was ist mit der einen Person, die denkt, dass ihr Sohn einfach tot ist, die denkt, dass ihre Mutter einfach weg ist, die denkt, dass es keine Wiederkehr gibt? Das sind genau die Menschen, die meine Botschaft am allermeisten hören müssen. Du hast von Nahtoderfahrungen gesprochen. Wie ist deine persönliche Sicht auf Nahtoderfahrungen? Ich habe bereits mit über 100 Menschen darüber gesprochen. Jetzt bin ich sehr interessiert, deine Meinung dazu zu hören. Ich hatte nie eine Nahtoderfahrung, war aber bei Red Table Talk mit Gloria Estefan und Dr. Mary O'Neill aus der Netflix-Sendung Life After Death. Und sie hatte eine Nahtoderfahrung. Und es war cool, weil wir quasi Notizen verglichen haben, so nach dem Motto, das sagt der Geist zu mir. Und sie meinte, oh, das ist mir bei meiner Nahtoderfahrung passiert. Und was mich wirklich erstaunt hat, als Medium ihre Geschichte zu hören, war, wie eng sie mit dem verbunden ist, was die Seelen mir sagen. Die Seelen sagen mir, wenn du stirbst, passiert das. Das passiert, das passiert, das passiert. Und als ich ihre Geschichten gehört habe, weil, oh mein Gott, gestorben, das ist passiert. Das ist passiert. Ich so, Moment mal. Das sagen die Seelen zu mir. Es ist wie, oh mein Gott. Und es war wirklich cool, weil ich denke, es ist einfach eine weitere Bestätigung für uns, nicht wahr? Die Tatsache, dass jemand anfing, seine Lebensrückschau zu durchleben. Sie sah einige universelle Wahrheiten und universelles Wissen. Sie hatte diese ganze Erfahrung und ich habe viel über Menschen gelesen, die Nahtoderfahrungen hatten und ich denke, wir können viel von ihnen lernen. Es gibt so viel, das wir lernen können. Und deshalb ist dieser Podcast so wichtig, denn wenn wir alle losziehen und zu lernen beginnen, habe ich ein bisschen Information. Du hast ein bisschen Information. Diese Person hat ein bisschen Information, nicht wahr? Weil wir alle die Geisterwelt auf unterschiedliche Weise erlebt haben, beginnen wir wirklich zu verstehen. Die Welt, zu der wir eines Tages gehen werden. Ich stelle dir schnell eine Frage. Könntest du eine Lesung nicht für mich, sondern für die Sendung machen? Ich möchte verstehen, wohin das führt und ob es Menschen hilft. Wenn du einverstanden bist und es dir nichts ausmacht, würde ich das rausschneiden. Ich frage nur, ob du bereit wärst, eine Lesung für die Sendung zu machen. Also, die Lesung für die Sendung ist folgende. Richtig? Es ist das, was ich aufnehme und weshalb ich zugesagt habe, jetzt hier zu sein, oder? Ich verlasse mich stets auf meine Intuition und mediale Fähigkeit. Der Grund für meinen Auftritt ist,
weil ich weiß, dass Menschen auf unerwartete Weisen von der Sendung erfahren. Denn du wirst erkennen, dass, wenn du in deinem Leben Antworten suchst, der Geist dich erreicht. Es gibt also keinen Zweifel am Erfolg dieser Sendung. Es besteht kein Zweifel, warum die Leute hier sind. Sie fanden dich nicht zufällig, sie wurden hierher geleitet. Deshalb hatte ich das Gefühl, die Sendung genau jetzt und hier zu machen. Was schön ist, es ist mehr als ein Podcast oder eine Radioshow. Es ist eine Gemeinschaft von Menschen. Deshalb habe ich zugestimmt, hier mitzuwirken. Und ich sehe, wie es wächst. Vielen Dank. Du hast wirklich schnell zugestimmt. Es war, als hätte ich die Antwort fast sofort per E-Mail bekommen. Ich dachte nur, wow, okay, super, lass uns das festmachen. Das ist fantastisch. Das schätze ich sehr. Ich schätze dich. Ich schätze die Arbeit, die du leistest. Und wie gesagt, es gibt gerade so viele leidende Menschen, die das brauchen. Und ich weiß, durch göttliche Gnade gelangt es in die Hände derer, die es am meisten benötigen. Und deshalb wollte ich jetzt hier sein. Ich werde dir ein paar Fragen stellen. Das mache Matt, ich beginne bei allen jetzt. Gästen. Was ist deine Definition eines erfüllten Lebens? Ein erfülltes Leben bedeutet für mich, sein Leben bestmöglich zu führen, indem man so viele Verbindungen wie möglich knüpft, so viele Erinnerungen wie möglich schafft und sicherstellt, dass man jede sich bietende Gelegenheit ergreift, denn man möchte nicht zurückblicken und sagen, das bereue ich. Nutze alles, solange du hier bist. Lebe das beste Leben, ergreife jede Gelegenheit, schaffe jede Erinnerung und umgib dich mit Menschen, die dich lieben und sich um dich kümmern. Wenn du in der Zeit zurückreisen und mit dem jungen Matt sprechen könntest, welchen Rat gäbest du ihm? Hör auf die Geister. Ich wünschte, ich könnte zurückgehen und mich an einige dieser Seelen erinnern, die zu Besuch kamen. Wenn ich jetzt zurückblicke, sage ich mir, oh mein Gott, ich frage mich, was dieser Mann am Ende meines Bettes wollte. Ich frage mich, wer diese Seele war. Und ich kann nicht in der Zeit zurückgehen. Und ich wünschte, ich könnte zurückgehen und einfach herausfinden, wer diese Seelen waren, was sie wollten, was ihre Botschaft war. Denn ich habe das Gefühl, dass ich damals jemandem hätte helfen können. Wie definierst du Gott oder die Quelle? Oh, das ist wirklich eine gute Frage. Also Gott ist überall um uns herum. Für mich ist Gott eine Person, richtig? Aber für manche Menschen ist es ein Schöpfer. Für andere ist es eine Energie. Ich denke, wir sehen Gott jeder auf eine eigene Weise und es gibt keine richtige oder falsche Sicht. Gott zu sehen, nicht wahr? Aber das Schöne daran ist, dass man Gottes Wirken jeden Tag in unserem Leben sehen kann. Ich sehe Gott durch die Hände von Ärzten und medizinischem Personal wirken. Ich sehe Gott durch Sozialarbeiter und Beratungslehrer wirken. Ich sehe Gott wirken durch die Hände und durch die Gedanken der Lehrer. Also ich sehe Gott als höhere Macht und als Person. So bin ich erzogen worden. Sein kann ich noch? Für mich ist mein aufgestiegener Meister Jesus. In Ordnung. Und was ist der eigentliche Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist es, Gutes zu tun, anderen zu helfen und vor allem sich selbst zu finden. Das ist der Kern der Sache. Findest du dich selbst und harmonisierst deine Talente, Fähigkeiten und Stärken, wirst du unaufhaltsam. Du entfachst etwas in anderen und der Welt, die dein Geschenk braucht. Wo können sich Menschen über dich und deine erstaunliche weltweite Arbeit informieren? Also hör zu, du musst nicht tot sein, um mich zu finden. Ich bin überall in den sozialen Medien und habe eine Webseite, meetmattfrazier.com. Die gute Nachricht, ich bin auf Tour durch die USA und Kanada, sodass du die Chance hast, mich persönlich zu treffen. Und wenn du nicht kommen kannst, biete ich auch Online-Lesungen an, bei denen du dabei sein kannst. Ich biete zwar keine privaten Lesungen an, aber ich mache Online-Gruppenlesungen über Zoom, genau wie du uns hier gerade siehst. Und während meiner Live-Online-Lesungen kann ich mit vielen Menschen in Kontakt treten und ihnen helfen, Verbindung zu ihren verstorbenen Lieben aufzunehmen. Bisher konnte ich tatsächlich über Zoom schon über 1000 Personen lesen. Es ist ziemlich beeindruckend. Das ist beeindruckend. Hast du eine Abschiedsbotschaft fürs Publikum, Matt? Ja, versucht so viel wie möglich über das Jenseits zu erfahren, denn dadurch lernt ihr auch eure eigene psychische Fähigkeit kennen. Und was mir die Geister sagen, ist, dass ihr eine Gabe habt, eine Stimme, eine Verbindung und dass ihr in der Lage seid, selbst Kontakt zu euren verstorbenen Lieben aufzunehmen. Sie sind bereits bei euch. Sie senden euch Zeichen wie Zahlen, Libellen, Schmetterlinge, wiederkehrende Lieder. All das sind verschiedene Wege, wie ihr eure Lieben versuchen, euch zu erreichen. Zeichen sind eine Sprache, die Lebende wie Tote verstehen, und wenn ihr sie erlernt, verändert sie euer Leben. Matt, ich schätze dich und bin dankbar, dass du in der Sendung zu Gast warst. Es war ein wirklich fantastisches Gespräch und ich hoffe, es hilft jemandem, der zuschaut. Also, ich schätze dich, mein Freund. Danke. Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.